Hallo ihr Lieben! Dieses Mal habe ich einen Hoodie-Cardigan gehäkelt. Dieser eignet sich auch wunderbar als Projekt für ambitionierte Anfänger. Er wird nämlich nur mit festen Maschen gehäkelt und ist damit auch für weniger Häkelerfahrene gut umsetzbar. Ich habe ein Samtgarn gewählt, was der Jacke eine herrliche Weichheit und besondere Optik verleiht. Zugleich wird sie damit kuschelig und weich. Allerdings würde ich für Anfänger eine andere Wolle empfehlen. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch das Video gefällt und ihr noch weitere Häkelprojekte sehen möchtet. Die von mir gewählte Samtwolle für den Hoodie ist die Velvet Luxe von Linde Hobby. Sie besteht aus 100% Super Soft Polyester. Die Häkelnadelempfehlung liegt bei 4 bis 6 mm und auf 100 Gramm kommen etwa 120 Meter. Die Farbe ist die 31 und heißt Olive Green. Ich habe mich aber für eine größere Häkelnadel entschieden, nämlich für die 8 mm. Das hat mir einfach besser gefallen. Wie gesagt, kann ich diese Wolle jedoch nicht für Anfänger empfehlen, da sie stellenweise etwas anstrengend zu handhaben ist. In diesem Fall würde ich zum Beispiel Versailles Big von Boutinette nehmen. Das ist eine deutlich leichter zu verarbeitende Wolle. Sie ist gerade für Häkelnadelgrößen von 7 bis 8 mm empfohlen. Ich habe da ein kleines Muster gehäkelt. Das sieht natürlich anders aus als die Samtwolle, keine Frage, aber so würde der Hoodie mit dieser Wolle aussehen. Außerdem benötigt ihr noch eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel und Maschenmarkierer. Los geht es mit einer Anfangsschlinge. Und einer Luftmaschenkette. Messt einfach, wie lange euer Hoodie-Cardigan sein soll und macht eure Luftmaschenkette in dieser Länge. Messt dabei vom Halsansatz bis herunter zur gewünschten Länge. Bei mir sind es 60 Maschen geworden. Jetzt mache ich eine zusätzliche, das ist meine Wendeluftmasche. Dann drehen wir die Kette um. Wir häkeln unsere erste Reihe in die hinteren Maschenschlaufen. Diese hier. Bei der Samtwolle sind diese teils schwer zu erkennen, aber es geht schon. In diese Schlaufen häkeln wir feste Maschen. Einstechen, Faden durchholen, Faden holen und durch die beiden Schlaufen auf der Nadel ziehen. Das machen wir die gesamte Kette entlang. Am Ende machen wir eine Wendeluftmasche und drehen das Projekt. Jetzt sehen wir uns die Maschen mal genauer an. Das sind die Faust der Maschen von oben. Uns interessieren nur die hinteren Schlaufen, diese hier. In diese häkeln wir ab der zweiten Reihe unsere festen Maschen hinein. Statt in beide Maschenglieder einzustechen, stechen wir nur in das von uns aus gesehen hintere
und häkeln eine feste Masche hinein. Das machen wir bis ans Ende der Reihe. Hier kommt wieder eine kleine Erinnerung. Wenn euch meine Videos gefallen, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr meine wöchentlichen Videos nicht. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert, teilt und hypt. Dankeschön! Am Reihenende machen wir eine Wendeluftmasche und drehen das Projekt. Und dann geht es genau so weiter. Wir häkeln feste Maschen in die hinteren Maschenglieder. Das ist sehr entspannt und einfach. Daher ist das Projekt auch eben gut für Anfänger geeignet. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Appell an die Anfänger. Nehmt bitte keine Samtwolle oder irgendwas Plüschiges. Das macht euch das Häkeln unnötig schwer und es besteht die Gefahr, dass ihr euch überfordert fühlt und den Spaß am Häkeln verliert. Und das wäre doch einfach zu schade. Wir häkeln auf diese Weise Reihe um Reihe weiter, bis wir die erforderliche Breite erreicht haben. Dafür habe ich meinen Hüftumfang gemessen und halbiert. Zu dieser Zahl habe ich dann ca. 12 cm Bequemlichkeitszugabe dazugezählt. Ihr könnt natürlich eure Rückenbreite messen oder den Brustumfang. Da meine Jacke über die Hüfte geht, wollte ich einfach die breiteste Stelle meines Körpers als Ausgangspunkt nehmen. Mein Rückenteil ist fertig. Es ist ca. 62 cm breit. Dafür habe ich genau 40 Reihen gehäkelt. Auf die gleiche Weise habe ich die beiden Vorderteile gehäkelt. Diese sind genau halb so breit wie das Rückenteil und bestehen bei mir aus jeweils 20 Reihen. Die Teile werden nun an den Schultern verbunden. Das ist das Rückenteil, das die Vorderteile. Das hier vorne wird nicht verbunden, das sind ca. 8 bis 10 cm. Und jetzt möchte ich, dass die Rippen beim Verbinden aufeinandertreffen. Ich nähe die Teile zusammen. Ihr könnt sie aber genauso gut zusammen häkeln. Hier fange ich an. Ich steche vom Rückenteil zum Vorderteil, ziehe den Faden durch, lasse aber ein Stück übrig zum Vernähen. Dann steche ich wieder von hinten nach vorne ein und ziehe den Faden durch. Dabei passe ich auf, dass die Rippen aufeinandertreffen. Und das mache ich bis zum Ende, auf beiden Seiten. Meine Vorderteile sind mit dem Rückenteil verbunden. So sieht das aus. Von beiden Seiten eine saubere Lösung, wie ich finde. Jetzt sind die Ärmel an der Reihe. Das ist das Vorderteil, das ist das Rückenteil. Und hier soll der Ärmel dran. Ich habe jeweils vom Saum her die gleiche Anzahl an Maschen auf beiden Seiten abgezählt. Von hier bis zur Markierung. Und da genauso, damit die Seiten gleich sind. Und hier habe ich zwischen den Markierungen ebenfalls auf beiden Seiten die gleiche Maschenanzahl. Und da dazwischen, wo die Naht ist, häkle ich noch 1 oder 2 Maschen extra. Um eure Ärmelbreite zu ermitteln, messt ihr einfach die breiteste Stelle eures Oberarms aus. Messt dabei bitte sehr locker, damit ihr auch mit dickerer Kleidung genug Platz habt. Ich messe das mal bei mir. Das sind erstmal 52 cm
Aber Vorsicht, wenn der Ärmel angehäkelt ist, sind es gleich einige Zentimeter weniger. Die rechte Seite liegt oben und schaut mich an. Wir fangen hier an. Die markierte Masche gehört darüber. Daher ist das unsere erste Ärmelmasche. Ich habe eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Das hier ist meine erste Masche. Und ich steche auch hier nur in das hintere Maschenglied ein, wie bisher auch. Ich hole die Schlaufe raus und mache eine feste Masche. Und so häkle ich weiter, in die hinteren Maschenschlaufen. Ich bin an der Schulternaht angekommen. Die markierte Masche behäkle ich ganz normal. In den Nahtbereich häkle ich noch 2 feste Maschen hinein. Eine würde auch reichen. Macht das je nach Gefühl und Platz. Dann geht es ganz normal weiter, immer in die hinteren Maschenglieder hinein, bis zum Ende der Ärmelmarkierung. Ich habe die letzte Masche gehäkelt, mache eine Wendeluftmasche und drehe meinen Hoodie. Dann häkle ich wie gehabt die zweite Reihe. Das ist meine erste Masche der ersten Reihe. Da kommt jetzt meine letzte Masche der zweiten Reihe hinein. Dann eine Wendeluftmasche und drehen. Ab der dritten Reihe fangen wir mit den Abnahmen an. Der Ärmel soll am Ende so leicht schmaler werden nach unten. Also wie machen wir das? Wir häkeln die erste Masche ganz normal erstmal. Aber die zweite und dritte Masche häkeln wir dann zusammen. Einmal, zweimal und durch die 3 Schlaufen ziehen. Das ist auch schon die ganze Kunst. Dann häkeln wir ganz normal weiter. Bis hierher. Wie ihr seht, habe ich am Reihenende nichts abgenommen. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen das Ganze. Wir starten die 4. Reihe wie gehabt mit einer festen Masche ins hintere Maschenglied. Aber jetzt häkeln wir die 2. und 3. Masche wieder zusammen. Und schon haben wir wieder eine Abnahme gemacht. Dann häkeln wir so weiter, bis wir die gewünschte Ärmelweite erreicht haben. Dabei häkeln wir am Anfang jeder Reihe die 2. und 3. Masche zusammen.
Das ist ganz einfach und lässt sich auch wunderbar merken. Ich habe jetzt insgesamt 12 Reihen gehäkelt. Jetzt messen wir nochmal nach. Wir hatten ja zu Beginn 52 cm. Die Realität ist aber eine ganz andere. Jetzt sind wir bei 47 cm. Daher lieber großzügiger sein, als zu geizig mit dem Messen. Jetzt messen wir noch hier. Das sind 10 cm weniger, also 37 cm. Wenn man das faltet, ist das so breit. Und genau das reicht mir. Daher höre ich jetzt mit den Abnahmen auf und häkle bis zur Länge, die ich möchte, weiter, aber eben ohne weitere Maschen abzunehmen. Einfach nur gerade runter. So sieht das aus. Mein Ärmel ist jetzt fertig. Das sind bei mir 42 cm. Ihr häkelt so weit, wie es euch gefällt. Das bekommt ihr am besten heraus, wenn ihr die Jacke zwischendrin immer wieder anprobiert. Jetzt geht es darum, die Ärmel und Seiten direkt zu verbinden. Die rechte Seite liegt bei mir oben. Ich falte die Jacke so zusammen. Jetzt liegt die rechte Seite innen. Hier habe ich aufgehört. Das heißt, wir verbinden jetzt da entlang Ärmel und Seite in einem Zug. Nochmal, die rechte Seite liegt innen. Jetzt möchte ich natürlich, dass die Rippen auch hier schön aufeinandertreffen. Dementsprechend lege ich das so zusammen, dass es passt. Ich mache erst eine Luftmasche. Steche hier vorne seitlich ein und hole die Schlaufe durch. Dann mache ich noch eine weitere Luftmasche. Und jetzt können wir die beiden Seiten zusammenhäkeln, und zwar mit Kettmaschen. Dabei passen wir auf, dass sich diese nicht zu eng zusammenziehen. So sieht das jetzt aus. Und von der anderen Seite. Wir häkeln bis zu den Markierungen, dann sehen wir uns wieder. Wir sind an der Seitennaht angekommen. Ab hier häkeln wir in die Maschen. Das sind die Faust der Maschen von oben. Wir brauchen jetzt nur das äußere Maschenglied. Hier die Masche, wir stechen hier ein. Hier und da, jeweils in die äußeren Schlaufen. Das machen wir bis herunter zum Saum.
Ich bin fertig. So sieht das am Ärmel aus. So an der Seite. Hier die Naht, die ist kaum zu sehen. Was jetzt noch fehlt, ist die Kapuze. Ich drehe die Jacke so hin, dass mich die rechte Seite des Rückens anschaut. Und dann häkeln wir von hier bis zur anderen Seite und häkeln die Kapuze hoch. Ich habe wieder eine Schlinge auf die Nadel gelegt. Dann steche ich ganz am Rand ein und mache meine erste feste Masche. Wir gehen einfach die Kante entlang und machen feste Maschen. Schaut, dass ihr am Ende der Reihe eine gerade Maschenanzahl habt. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen die Jacke. Dann häkeln wir wie gehabt in die hinteren Maschenglieder unserer Maschen, bis wir die gewünschte Höhe erreicht haben. Ich habe ein paar Reihen weiter gehäkelt. Das sind jetzt 25 cm. Das reicht für eine geräumige Kapuze. Denn jetzt starten wir mit den mittigen Abnahmen. Ich habe die zwei mittleren Maschen markiert. Auf der Seite und auf der anderen habe ich die gleiche Maschenanzahl abgezählt. Diese beiden Maschen werde ich nun zusammenhäkeln. Die markierte und die davor. Diese Masche markiere ich direkt wieder, das brauche ich in der nächsten Reihe. Und jetzt häkle ich die zweite markierte und die dahinter zusammen. Diese wird auch wieder markiert. Dann häkeln wir bis zum Ende und wieder zurück bis zur Mitte. Mittig häkeln wir wieder die und die zusammen. Und die und die. Durch die Abnahmen entsteht ein leichter Knick. Wenn man das zusammenklappt, ergibt das eine leichte Rundung. Damit vermeidet man diesen typischen Spitz, der bei einem normalen Rechteck entsteht. Ich mache das noch weitere 3 Reihen. So, ich habe jetzt insgesamt 5 Reihen mit Abnahmen gehäkelt. Da seht ihr den Knick schon etwas besser. Ich messe das mal aus. Das sind jetzt 32 cm und das reicht völlig für die Kapuze. Das ist die rechte Seite. Ich lege die Kapuze rechts auf rechts zusammen. Da seht ihr auch die leichte Rundung. Nun werden wir die oberen Kante schließen. Hier habe ich meine Reihe beendet. Ich mache eine Luftmasche.
Wie bereits bei der Ärmelnaht ziehe ich die Schlaufe auf die andere Seite und mache nochmal eine Luftmasche. Auch hier nehme ich nur die äußeren Maschenglieder zum Zusammenhäkeln. Das mache ich wieder mit Kettmaschen. So sieht das aus. Und das machen wir bis hierher. Das sind die letzten beiden Schlaufen. Die eine war etwas störrisch. So sieht die Kapuze von der schönen Seite aus. Kein Spitz, dafür eine leichte Rundung. Wunderbar! Entlang der Ränder möchte ich eine Abschlusskante. Das kann man einfach mit normalen rechten Maschen machen, das sieht schön und sauber aus. Ich habe mir überlegt, dass ich das mit rückwärts gehäkelten festen Maschen machen möchte. Dafür beginne ich in dieser Ecke und häkle in diese Richtung. Ich habe wieder eine Schlinge auf die Nadel gelegt und mache in die äußerste Masche eine feste Masche. Das ist die rechte Seite der Jacke. Ich häkle also auf der rechten Seite. Nun steche ich in die Masche rechts daneben ein, hole den Faden durch und mache eine feste Masche. Dann steche ich wieder in die Masche rechts daneben und mache eine feste Masche. Diese Maschen heißen Krebsmaschen. Sie werden gerne als dezenter Rand gehäkelt und haben etwas Kordelartiges, da sie einen etwas dickeren Rand erzeugen. Letztlich sind es feste Maschen, die einfach in die andere Richtung gehäkelt werden. Und das sieht dann so aus und gefällt mir gerade bei dieser Samtwolle ausgesprochen gut. Und das machen wir um die gesamte Jacke herum, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. So sieht das dann aus. In den Ecken habe ich 3 Krebsmaschen in die Eckmaschen gehäkelt. Das ergibt dann diese schöne Rundung. Und damit ist die Hoodie-Jacke fertig. Ich liebe diese Jacke. Sie ist so kuschelig weich und lässt sich wunderbar tragen. Vielleicht mache ich noch einen Reißverschluss rein, das überlege ich mir noch. Wenn ja, habt ihr Lust, dass ich das mitfilme und euch zeige? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn ihr bis hierher dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ich lade jede Woche ein Video hoch. Schaut gerne vorbei. Bis bald!